heutigen Zeit eine hohe Arbeitslosigkeit sollten Arbeitsplätze österreichischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen vorbehalten sein. Ja, das stimmt meiner Meinung nach schon. Weil als österreichischer Staatsbürger, wenn ich da aufgewachsen bin und alles, sollte ich schon meinen sicheren Arbeitsplatz haben, bevorzugt werden von denen, was da hergekommen sind. Und warum sollten wir dann bei denen noch benachteiligt werden? Furchtbare Aussage. Stimmt nicht. auch nicht, nein. Wenn ich mich erinnere, wie ich das erste Mal in ein Amt hier gegangen bin, können mich verstehen, Lajesic Igor. Und dann denke ich mir, ja, ich kann dich verstehen. Ich habe sicherlich einen höheren Schulabschluss wie du. Ja. Wo ich mir da denke, wo sind wir? Einfach ätzend. Ja. Ich finde, Arbeitsplätze sollten die bekommen, die kompetent sind. Unabhängig von Geschlecht und Herkunft. Und was ich bei diesem Punkt wichtig finde, ist zu betonen, dass jedem die Möglichkeit geboten werden sollte, sich so auszubilden, wie man möchte. Wenn jemand was kann, dann soll er es machen und dann bringt es auch der Gesellschaft was. Das hat sicher nicht damit zu tun, wo er herkommt oder was er ist. Qualifikation ist halt ein großes Thema. Ich kann nicht einen Österreicher auf den Job setzen, der keine Ausbildung dafür hat. Wenn es vielleicht auch ein Immigrant oder ein Ausländer ist, der jetzt sagt, er will in Österreich arbeiten und die richtige Qualifikation hat, sollte es kein Problem sein. Es ist halt ein wichtiges Thema, gutes Deutsch. Also das, wenn man in Österreich arbeiten will, glaube ich, ist das eine Grundvoraussetzung, dass man gutes Deutsch spricht, weil sonst kann man ja nicht miteinander arbeiten. Darüber müsste ich, glaube ich, jetzt zu lange nachdenken. If you need a job, we must work harder, maybe twice the time to achieve our goals. Ein Unternehmen braucht eine gewisse Person, die das und das kann. Und wenn die das sehr gut kann und wenn man das Gefühl hat, die Person passt ins Team oder die kann was dazu beitragen, dann passt die Person. Weil ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Wie ich das jetzt formulieren soll. Ich sehe es bei mir, wie ich angefangen habe nach dem Bundesheer, dass ich an die Uni komme. Na, wer ist genommen worden? Die Chinesen, die Taiwaner, alle anderen. Und ich habe keinen Studienplatz gekriegt, weil die alle reingeströmt sind, verstehst? Und das hat mich voll angefällt. Wenn es einen Krieg gäbe, wärst du bereit, für dein Land zu kämpfen? Nein, weil ich nichts vom Krieg halte. Ja, ich würde eher versuchen, so schnell wie möglich in ein friedfertiges Land abzuhauen. Ja, wenn sie mich angreifen, auf jeden Fall. Ja. Wenn sie meine Familie, meine Freunde, meine Heimat bedrohen, dann würde ich natürlich mich wehren. Ja, schon. Ich war zwar wahrscheinlich der Erste, der stirbt, aber ja. Ich glaube, ich wäre verpflichtet. Aber bereit, glaube ich, eher weniger. Krieg ist keine Lösung in dem Sinn. Im äußersten Fall ja. Ich bin eine Frau, inwieweit kann ich kämpfen, wenn ich überhaupt kämpfen müsste? Nein, ich glaube, ich würd weglaufen. Ich würde auf irgendeine Insel fliegen. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, ob für was überhaupt mein Land kämpft. Kämpft es für Eigenständigkeit oder irgendwie für totalitäres System? Wenn ein neuer Hitler hier einmarschiert, dagegen auf jeden Fall. Wenn ich mir so meine Wurzeln anschaue, die jetzt zurück auf die Kärntner slowenischen Partisanen reichen, dann müsste ich eigentlich auf Ja tippen, weil sie ja für die Freiheit der Menschen, die hier leben, gekämpft haben. Und was ich sehr, sehr wahnsinnig toll finde. Aber in dem Fall haben sie natürlich gegen das eigene Land gekämpft. Also, ich glaube, ich würde für Freiheit kämpfen, wenn schon. Ich glaube, jeder würde sein Leben verteidigen oder Leute beschützen oder sowas, aber jetzt für ein Land kämpfen, rein aus Patriotismus, also na. Ich schon. Ich glaube, also ich meine, das ist eine persönliche Einstellung. Ich darf wirklich in meinem Land sterben. Ich lasse mich da, glaube ich, nicht ballern. Das denke ich gar nicht. Aber wenn ich an Kämpfen denke, dann denke ich an Waffen und dass ich dann schießen muss. Aber ich glaube, ich konnte niemanden erschießen oder nicht einmal der Gedanke dran. Also ich war im Bundesheer und habe einmal eine Waffe in die Hand genommen und ich nehme einfach keine Waffen mehr in die Hand. Und ich finde die ganze
die ganze Idee von Krieg einfach so bescheuert. Und die Idee von Patriotismus und hinter seinem Land stehen, na gut, aber wenn es zum Krieg kommt, dann gehe ich weg und weiche dem aus, weil das ist mir einfach zu blöd sowas. Weil die Chancen, dass wir gewinnen, oder, die sind eher gering. Na gut, ich meine, ich werde wahrscheinlich den müssen. Du wirst den müssen, ja? Du würdest kämpfen? Ja. Aber für was würdest du kämpfen? Für? Ja, soll ich mich daheim verschanzen im Atombunker oder was? Krieg, da geht es um mein Land, wo ich geboren bin, etc. Wenn man muss, also wenn's vom Gefühl her, wenn das Bauch sagt, das ist richtig, dann würde ich es schon machen. Ich glaube nicht, dass man durch Kämpfen oder durch Kriege viel erreichen kann. Was Verteidigung anbelangt, würde ich versuchen, meine Familie zu verteidigen. Ich würde sicher was tun, dass ich euch beschützen kann. Ja, aber wenn du dann weg bist, Ja, aber dafür lebt sie noch, dafür ist die Kleine noch da. Ja, hast die ganze Zeit alle gemeinsam. hast Du aber würdest immer wirklich Andenken an kämpfen mich. und mich alleine mit der Kleinen lassen? Ja, sicher, dass ihr es überleben könnt. Oh Gott, das haben wir vor der Hochzeit haben wir das nicht besprochen. Würde es dich reizen, im Ausland zu leben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einmal ins Ausland gehe. Begründen, ja, ich denke mir, also mir gefällt es da bin ich aufgewachsen, da ist mein Muttersprach. Eigentlich fühle ich mich Wien und dem Burgenland sehr verbunden und möchte eigentlich da bleiben. Ja, Täter, wenn ich es mir überlege. Naja, ich lebe eigentlich ziemlich gerne in Österreich. Ich finde das voll schön, dass ich hier mitten im Wald lebe. Aber so ein Auslandssemester würde mich schon mal reizen. Nicht auf ewig, aber so 2, 3 Jahre. Mir würde Amerika reizen. Das auf alle Fälle. New York. Es ist egal wo. Wirklich egal? Ja. Du willst nach Türkei? Ja, warum nicht? Das ist ein schönes Land. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich mal nach Paris ziehe für ein paar Jahre. Für mich wäre da Malta, da ich da schon mal ein Auslandspraktikum gemacht habe. Und das Land einfach, mir gefällt es dort. Mir zieht es schon wieder ein bisschen in die Ferne. Gerade nach meinem Auslandsaufenthalt in Afrika. Sobald ich kann, haue ich hier ab. Also ich bin ja aus Deutschland und lebe jetzt in Österreich. Also ich lebe im Ausland. Nein, aber ich meine, ich spreche mehrere Sprachen, habe eine Ausbildung, also kann das, was ich tue, auch woanders tun. Und für mich ist das so sicher selbstverständlicher als für andere Branchen oder andere Generationen, dass ich einfach, also ich gehe dahin, wo ein toller Job ist oder wo ich irgendwie Lust drauf habe. Aber natürlich ist es halt immer mit ein paar Verlusten verbunden, denke ich, also Freunde, Familie und so weiter. Das muss man sich halt überlegen, aber wenn sich irgendeine tolle Gelegenheit ergibt, also ein toller Job oder so, oder mal ein Auslandssemester vom Studium her, würde mich das auf jeden Fall sehr interessieren. Reizen ja, aber durchführen nein. Für das ist einfach meine Heimatverbundenheit zu groß und meine ganze Familie ist mir zu wichtig, für das, dass ich sage, ich kann da jetzt einen Schnitt machen und irgendwie die Leute 3-mal oder 4-mal im Jahr sehen. Mit dem kann ich, glaube ich, nicht umgehen. Könntest du glücklich sein, ohne in Österreich zu leben? Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommen würde und sagen würde, du musst jetzt weg, da wäre ich nicht glücklich. Die Kultur, die Landschaft, die Menschen, das ist einfach, man kennt es, man ist damit aufgewachsen. Das will man nicht so einfach aufgeben. Also wenn einfach meine Heimat ausgelöscht wäre oder ich daher nicht mehr zurückkommen kann, würde mir schon wahrscheinlich ein Teil fehlen, ein Teil Identität wahrscheinlich auch. Ich finde, Österreich ist nicht besser als ein anderes Land. Was man schon sagen muss, ist, dass es wir hier in Österreich halt irrsinnig gut haben. Aber auch in so einem Wohlstandsland wie in Österreich, in einem anderen zu leben, wäre auch, glaube ich, okay für mich. In anderen Ländern ist es auch schön. Es ist nicht so, dass ich sage, nur weil ich in Österreich bin, geht es mir gut. Mir ist es wurscht, ob es Österreich ist oder was anderes, aber es geht mir darum, dass halt meine Familie oder halt mein Umfeld da ist.